40 sind noch 2 Zahlen drin, die sind ja bei uns nicht so gern gesehen. Weitere Pläne verrate ich dementsprechend noch nicht. Kevin alleine in New York. Ein letztes Mal in 2022. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Rabenloh. Das erste komplette Kalenderjahr ihrer Geschichte liegt hinter den BVB-Frauen und wir wollen heute mit Cheftrainer Thomas Solewski zurück, aber auch vorausblicken. Zuvor sind wir euch aber noch eine Partie aus dem Dezember schuldig. Hier die schönsten Tore vom 10:0 Erfolg über Westfalia Hagen. Thomas Solewski ist jetzt bei mir. Hallo Tommy. Hallo Danny. 10:0 zum Rückrundenauftakt gegen Hagen. Im Hinspiel hieß es 4:0. Und da hat sich die Mannschaft über eine Stunde sehr, sehr schwer getan. Inwieweit sind diese beiden Ergebnisse auch ein Indikator für die Entwicklung, die die Mannschaft in dieser Hinrunde genommen hat? Ich sag mal so, das erste Spiel, das 4:0, war, glaube ich, auch einfach das erste in der Bezirksliga. Man musste sich ein Stück weit dran gewöhnen, an die neue Liga. Die Mannschaft war ein bisschen verändert. Jetzt dann zig Spiele hinterher wieder gegen denselben Gegner. Das erste Mal gegen denselben Gegner hat man gesehen, dass wir natürlich eine Entwicklung vollzogen haben. Dass das Ergebnis dann so deutlich ausfällt, das freut uns natürlich. Das hätten wir aber so nicht gedacht. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig weiß, dann habe ich tatsächlich nicht ein einziges Mal mit derselben Elf nacheinander gespielt. Und dass wir trotzdem jedes Spiel gewinnen, ich glaube, das ist halt auch ein Zeichen für die Stärke der Mannschaft, dass sie halt jedes Spiel durchaus auch nach Veränderung gewinnen kann. Kann ich dir bestätigen. War nie die gleiche Startelf. Blick auf die Tabelle. Das sind 12 Punkte Vorsprung auf Lohhauser Holz. Das deutlich bessere Torverhältnis. Bei allem Respekt, aller Demut. Aber es bedarf doch schon sehr viel und einer außergewöhnlichen Fantasie, um sich ein Szenario auszumalen, an dem am Ende nicht der Landesliga-Aufstieg steht, oder? Tricky Frage, ja. Sehr tricky Frage. Also ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, das Ding ist durch. Definitiv nicht. Ich glaube, die Position, an der wir sind, die haben wir uns erarbeitet. Dass der Gegner öfter patzt, das war uns natürlich ganz wohlgesonnen. Für die Gegner natürlich blöd, aber wir wollen auf jeden Fall nicht weniger als 12 Punkte haben, eher noch mehr. Und wir wollen halt auch die Hinrunde bestätigen und ganz klar am Ende halt dastehen, wo wir jetzt stehen. Und wir haben ja auch einen Anspruch an uns selbst, eine gewisse Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und das wollen wir halt in der Rückrunde auch definitiv auf den Platz bringen und den Leuten präsentieren und vor allem auch uns beweisen, dass wir halt nicht zurückschalten, sondern eher noch einen Gang höher. Also weiter ambitioniert, auch im neuen Jahr. Jetzt geht, ich hatte es anfangs erwähnt, zum ersten Mal so das erste komplette Kalenderjahr in der Historie der BVB-Frauen zu Ende. Zu Buche stehen 27 Pflichtspiele, 27 Siege, 172:6 Tore. Darunter dann Kreismeisterschaft, Kreispokalsieg, Bezirksliga-Herbstmeisterschaft, Westfalenpokal, Viertelfinale. Wenn du jetzt über die Feiertage, sagen wir mal, beim Bierchen abends gemütlich mal so das Jahr Revue passieren lässt in Gedanken, welche Bilder, welche Momente dürften dir da sehr präsent sein? Also sehr präsent sind mir auf jeden Fall noch das Spiel gegen Sölderholz zu Hause im April. Ich glaube, 6.4. war was, wo wir 3:1 gewonnen haben. Da haben wir das erste Mal zurückgelegen, was wir bis dato nicht hatten, haben das Spiel wirklich dann, wir kamen sofort zurück, eine Minute später, haben das Spiel am Ende noch gedreht, aber sehr spät. Und hatten das erste Mal so ein Gefühl, dass wir so ein richtiges Fußballspiel auch hatten mit einem Gegner, der uns gefordert hat. Es war ein sehr, sehr guter Sieg, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Publikum auch mitgespielt hat. Natürlich das Spiel hier in Brakel gegen Yildiz Derne, wo wir quasi es fix gemacht haben, dass wir uneinholbar an der Tabellenspitze sind, ohne halt aufzusteigen. Natürlich das Spiel gegen Brechten 2, das Aufstiegsspiel. Das war, glaube ich, das Spiel mit dem meisten Druck, sage ich mal. Weil da ging es halt wirklich um alles. Da kann man in einem Spiel die ganze Saison halt, versauen. Wir haben es halt nicht gemacht. Und eben auch das Pokalfinale gegen Brechten 1, das ist auch noch sehr präsent.
Aber halt auch so Sachen wie Trainingslager und die Fahrt nach Auschwitz, die wir hatten. Das war halt, ist alles noch in den Köpfen drin. Guckt man gerne drauf zurück. Definitiv. Auch eine ganze Menge, was dann da zusammenkommt. Seit Gründung stehen jetzt 39 Siege in 39 Pflichtspielen. Die 40 voll zu machen, ich glaube, da sind wir uns beide einig, das wird die größte Herausforderung bislang. Westfalen-Pokal-Viertelfinale gegen den Regionalliga-Dritten VfL Bochum. Mit welcher Gefühlslage blickt der Cheftrainer auf dieses ja doch sehr klangvolle Duell? Es ist ja nicht unser Anspruch, dass wir absolut jedes Spiel gewinnen und diese Serie Ewigkeit vorziehen. 40 sind noch 2 Zahlen drin, die sind ja bei uns nicht so gern gesehen. Soll aber jetzt kein Grund sein, jetzt schon eine Ausrede da. Natürlich soll das kein Grund sein und auch keine Ausrede. Ich denke mal, dass die Voraussetzungen für dieses Spiel klar sind. Bochum ist eine verdammt starke Mannschaft. Bochum ist sehr, sehr gut aufgestellt von 1 bis 20, sage ich mal. Ich habe sie mir angeguckt, noch letztens im Achtelfinale in Hauenhorst. Und Bochum schon letztes Jahr im Finale, da haben sie bitter verloren im Berghofen Elfmeterschießen. Sie wollen dieses Jahr das Ding unbedingt gewinnen. Ich sage, wir müssen es nicht gewinnen. Wenn wir weiterkommen wollen, dann brauchen wir einen guten Tag, das ist klar. Aber ich denke mal, der Druck liegt ganz klar bei Bochum und nicht bei uns. Wir können das Spiel genießen, das ist für uns ein absolutes Highlight-Spiel. Wir spielen es zu Hause, wir haben es auf Rasen, das finden wir gut, da freuen wir uns drauf. Und ja, dann schauen wir, was bis dahin alles so passiert. Den Ball nehme ich auf, Highlight-Spiel auf Rasen. 9. Februar findet es statt, 19:30 Uhr im Jugendstadion am Trainingsgelände in Dortmund-Brakel. Jetzt also schon mal ganz, ganz fett im Kalender notieren. Bis dahin sind es noch exakt 7 Wochen. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Wie sieht der Fahrplan der BVB-Frauen bis dahin aus? Ja gut, jetzt haben die Mädels erstmal regeneriert, sind erstmal komplett runtergekommen. Wer für sich Sport machen wollte, konnte das machen. Gab von uns halt noch nichts mit an die Hand gegeben. Das wird jetzt nach den Feiertagen kommen, dass man sich wieder ein bisschen fußballspezifisch darauf vorbereitet, ein paar Intervallläufe macht, ein bisschen trainieren geht. Dann starten wir am 18. wieder halt ins Training, ins Mannschaftstraining. Hoffen natürlich, dass die Mannschaft relativ fit reinkommt, sodass wir sofort auf den Platz gehen können und daran arbeiten können. Werden aber natürlich die Vorbereitung auch darauf auslegen, uns top für das Spiel vorzubereiten. Und weitere Pläne verrate ich dementsprechend noch nicht. Und bis dahin schaltest du auch mal ab, genießt auch mal die Zeit, oder muss ich es mir bei dir vorstellen, dass du dir jetzt schon Gedanken über Trainingssteuerung, Trainingspläne, analysierst die Gegner vielleicht schon oder stellst personelle Gedankenspiele an? Ich sag mal, wir hatten ja jetzt ab dem 4.12. frei. Bis jetzt haben wir wirklich im Trainerteam noch gut gearbeitet, die Köpfe zusammengesteckt. Aber jetzt wirklich um die Feiertage rum wird einfach mal alles sacken gelassen, abgeschaltet. Zeit mit der Familie, unter Weihnachtsbaum sitzen, einen schönen Film gucken. Vielleicht mal eine Runde schlafen auf der Couch und dann geht es im nächsten Jahr halt wieder los. Aber alles, was dann passiert, sehen wir dann. Aber wie schon gesagt, gearbeitet und Köpfe zusammengesteckt. Mit allem, was passieren soll, haben wir definitiv auch schon gemacht. Ja, dann muss ich jetzt auch schnell nachfragen, wenn du sagst Film. Welchen Weihnachtsfilm muss man auf jeden Fall schauen? Kevin allein in New York. Alles klar, super. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Alles Gute weiterhin. Schöne Feiertage wünschen wir natürlich auch euch und machen das mit einem kleinen Schmankerl. Denn wir haben vor kurzem, gar nicht so lange her, auch noch Weihnachtsgrüße mit den Mädels aufgenommen. Und ja, anders als meistens auf dem Platz wollte es irgendwie nicht so richtig klappen, aber schaut gleich einfach selber. Damit also auch an euch schöne besinnliche Feiertage. Guten Rutsch ins neue Jahr. Da hoffen wir natürlich weiterhin auf eure tatkräftige Unterstützung beider BVB-Frauenteams. Und dann gibt es auch noch wieder neue Ausgaben von Im Rabenloh. Bis dahin, bleibt gesund. Heya BVB. Liebes Schau ins Land. Liebes Schau ins Land. Schau ins Land reisen. Okay. Liebes Schau ins Land. Schau ins Land. Schau ins Land rein, okay. Liebes Schau ins Land reisen. Geiler Outtake. Okay. Liebes Schau ins Land. Liebes Schau ins Land reisen. Letzte Meter. Der Weihnachtsmann schafft das auch. Liebes Schau ins Land reisen Team. Vielen Dank für eure Unterstützung im vergangenen Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.